Heute erzählen wir euch die Geschichte von einem bekannten Ort, über den es viele Mythen zu erzählen gibt. Von dem Pflegeheim haben wir per Zufall gehört. Es gab dort auch mal einen Geocache namens Oma Salo. Das klang freundlich und für uns sehr interessant. Die Kapelle in unmittelbarer Nähe wollten wir uns unbedingt anschauen und so sind wir zu diesem ruhigen und verlassenen Ort gefahren. Ein Video zur Kapelle haben wir bereits auf YouTube veröffentlicht. Falls ihr diesen Ort auch sehen wollt, hier ein kurzer Einspieler. Vor unserem Besuch haben wir im Internet geschaut und sind auf wenige Zeitungsartikel gestoßen. Hier nun ein paar Worte zur Geschichte des Pflegeheims. Das Heim hieß Maxim Zetkin Pflegeheim und wurde in den 50er Jahren in der DDR errichtet. Die Mitarbeiterinnen erzählten, dass es für diejenigen, die einmal dort waren, kein Zurück mehr gab. Das Pflegeheim wurde erweitert und es wurde viel investiert. 1976 wurde das gewollte Vorzeigeobjekt mit großer Feierlichkeit eingeweiht. Man wollte zeigen, wie gut das System der DDR mit den Schwachen und Alten umging. Von da an sollte der Parteiauftrag erfüllt sein. Der Parteiauftrag resultierte aus dem SED-Parteitag im Jahre 1971, bei dem man beschloss, die Produktivität zu steigern und den Lebensstandard zu erhöhen mittels der Einheit von Wirtschaft und Sozialpolitik mithilfe von einem 5-Jahresplan. Der wurde hier in Salo scheinbar erfüllt mit dem materiell verbesserten Pflegeheim. Hier gab es überdimensionierte Röntgenapparate, eine Sauna, eine gut ausgebaute Physiotherapie, ein Kulturhaus, eine große Küche. Also es wirkte gut durchdacht und vorzeigbar. Es wurde auch ein riesiges Heizwerk gebaut, welches nur 2 Jahre genutzt werden konnte und wegen Geldmangel nicht abgerissen wurde. Nach außen wirkte alles sehr gut durchdacht. Ein Zeitungsartikel beinhaltet auch die Aussage, das Pflegeheim galt den DDR-Oberen jahrzehntelang als Vorzeigeobjekt für den vorbildlichen Umgang der realsozialistischen Gesellschaft mit ihren Schwachen. Hier wurden alle Menschen einquartiert, Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung, alte Menschen und andere Pflegebedürftige, wie auch Alkoholiker. Und nicht nur Erwachsene waren hier untergebracht, auch Kinder. Am Anfang waren es nur holzige Baracken, noch aus der Wehrmachtszeit. Darauf gehe ich später nochmal ein. In den Baracken lagen jeweils 60 Menschen dicht beieinander, behinderte Kinder bis zu sehr alten Menschen, alle zusammen. 1989 bescheinigte die Feuerwehr, falls es hier mal brennt, kommt keiner raus. Die Baracken hatten Wasserschäden, weil die Architekten vergaßen, einen Abfluss für Regenwasser mit einzubauen. Die Baracken wurden abgerissen, nur eine ist heute noch zu sehen und steht für den Antrag in die Denkmalliste. Bis zur Wende wurden die Baracken noch genutzt. Als wir durch die Gänge liefen, wunderten wir uns über die kleinen Zimmer mit jeweils 2 Steckdosen und kleinen Lampen, sodass das Zimmer für 2 Betten geeignet war. Ein kleiner Schrank, ein Waschbecken und kein WC. In dem Zeitungsartikel wird der damalige sehr penetrante Geruch auf den Fluren und Zimmern beschrieben, der einem einen Würgereiz verursacht habe. Der Artikel ist von 1990 und es wird von 600 Menschen berichtet, die dort lebten. Es waren auch mal 900 Menschen, die dorthin gebracht wurden. Die Zahlen variieren in den verschiedenen Artikeln. Die Bewohner und auch die Angestellten berichteten, dass sie dort ja noch gut dran waren. Eine Schwester namens Bärbel berichtete, dass wenn ein Bewohner starb, das Bett nicht kalt wurde, denn es kam direkt der nächste. Es gab dort geblümte Einheitskleidung mit Filzpantoffeln. Frau Dr. Messerschmidt war ärztliche Leiterin und es wurde vor Ort der regelmäßig besuchenden Delegation der DDR nur das Beste gezeigt. Dieses Pflegeheim war vorbildlich ausgestattet, weitaus besser als andere Pflegeeinrichtungen in der DDR. Besichtigt wurde gut ausgestattete Physiotherapieräume und Gemeinschaftseinrichtungen. Die Leiterin wollte aber, dass alle das wirkliche Ausmaß anschauten, dass sie wussten, hier leben Menschen, die leiden und zeigte auch die Baracken mit den pflegebedürftigen Menschen. Es war auch ein Altersruhesitz für Parteigrößen.
Erich Honecker hat sich das Vorzeigeobjekt wohl auch mal angeschaut. Die Straße zum Pflegeheim ist geteert. Das war eine Besonderheit in der DDR. Vermutlich wurden die Parteigrößen in separaten Bereichen untergebracht. Wir haben gehört, dass es wichtig war, ein Parteibuch zu haben, also Mitglied in der Partei zu sein, welches einem für manches die Türen in der DDR öffnete. Es gab vor Ort ein kleines Schwimmbad und auch einen Konsum. Es war ein potemkinsches Dorf. Es wurde ein Vorspielen falscher Tatsachen gezeigt. Es wurden keine Kosten und Mühen gescheut, für damalige Zeiten ein fortschrittliches Heim zu erschaffen. Doch die Menschlichkeit fehlte, da nicht genug Personal da war, es nicht ausgerichtet wurde, die Menschen zu aktivieren, sondern sie wurden passiv in ihren Betten und Zimmern gehalten. Wir waren erschüttert, als wir lasen, dass auch Zwangsjacken angewendet wurden. In dem Artikel äußerte sich ein Pädagoge dazu, dass das Personal nicht alles händeln konnte. Die Jugendlichen hätten alles auseinandergenommen oder sie seien einfach weggerannt. In der DDR gab es sehr wenige Fördereinrichtungen, so konnten auch behinderte Kinder nicht untergebracht werden, sondern blieben in Salo. Die Schwester Bärbel zeigte der Journalistin Zimmer von einer Station, in die sehr selten Familienbesuch kam. Sie fragte die Journalistin, ob sie die guten oder die schlechten Zimmer sehen wolle. Es waren 5 Bettzimmer für geistig behinderte Frauen, die teilweise nackt oder mit verschlissenen Hemdchen saßen. Es stank nach Exkrementen, weil auch die beste Einmalwindel nichts half, wenn diese nicht regelmäßig gewechselt werden. Auch war keine Zeit da, die Frauen zu waschen. Das war das gute Zimmer, das schlechte Zimmer war nur mit Gummistiefeln zu betreten. Es gab nichts an Farbe in den Zimmern. Es fühlt sich für uns unvorstellbar an. Es gleicht gar einer Katastrophe. Wir mussten den Kopf schütteln, als wir von der Arbeitstherapie lasen. Für 1 Mark pro Tag konnten diejenigen, denen es noch möglich war, Plastikbestecke für den Interflug zusammenpacken oder Steckkontakte für den Trabi montieren. Es waren keine Aktivierungen durch Behandlung geplant, so wie man es heute kennt. In dem Artikel wird noch erwähnt, dass durch die Wende zwar diese Betriebe wegfielen, es aber neue medizinische Ausrüstungen gab und auch mehr Personal. Es gab auch ein anderes Bezahlsystem für das Personal, was weitaus höher war. Es gab nun Eimerspritzen, richtige Krankenbetten, Bettunterlagen, damit sich die Patienten nicht wund lagen und Wegwerfwindeln. In unmittelbarer Nähe zum Pflegeheim steht eine Kapelle und daneben gibt es einen Friedhof, der schon lange vergessen wirkt. Dort wurden die verstorbenen Bewohner aus dem Pflegeheim beerdigt. Gab es eine richtige Beerdigung? Ein letztes angemessenes Abschiednehmen? Wir wissen es nicht. Es gab auch einen Gemeinschaftsraum, aber da kamen viele über den Gang nicht hin. Es wurde auch nichts mit den Kranken und Bedürftigen unternommen. Dafür gab es keine Kapazität. 4 Toiletten und 2 Bäder waren für 60 Menschen vorgedacht. Die meisten lagen apathisch in ihren Betten. Nach 5 Jahren war die Journalistin noch einmal dort. Das neue System nach der Wende habe viel gebracht. Es stank nicht mehr auf den Fluren. Es wird in den Artikel von einer jungen Frau berichtet, die schwere Gehirnschäden hat und diese wurde vor der Wende, da sie sich immer einkotete, einfach auf einen Steinbogen abgelegt. Das sei praktisch und pflegeleicht gewesen. 1995 hat sie ein frisch bezogenes Bett und einen Namen an der Tür. Da die junge Frau damals um sich schlug und mit ihren Fingern das Mauerwerk aufriss, sei sie in die Zwangsjacke gesteckt worden.
Nach 5 Jahren habe sie dank des neuen Systems Fortschritte gemacht. Sie spricht die ersten Wörter und behält ihren Schlafanzug über Nacht an. Bei schlimmen Ausrastern helfe eine warme Wanne mit viel Schwimmenten drin. Die Menschen dort seien nicht mehr untergebracht gewesen, sie wohnten nun. Es wurden Wohngruppen geschaffen und sich mit den Bewohnern beschäftigt und diese gefördert. Es wurden auch kleine Ausflüge organisiert. Wir möchten euch noch die Geschichte von Walter erzählen, die wir in einem Zeitungsartikel gefunden haben. In der DDR arbeitete er an einer Hobelmaschine, dann riss der Treibriemen. Er meldete es dem Meister, reparierte den Riemen und arbeitete weiter. Doch nächsten Tag kam die Stasi und verhörte ihn. Man erpresste ihn, entweder er bespitzelt seine Mitarbeiter oder sie werfen ihm Sabotage vor. Walter konnte und wollte nichts über seine Kolleginnen und Kollegen erzählen und so kam er zum Verhör in die Zentrale in Zossen. Dort erlebte er tagelanges Ausfragen. Letztendlich kam er in Haft. Da gingen die Verhöre weiter und auch ein Schlag unter vielen führte zur Querschnittslähmung. Sein Leben änderte sich nun. Er war pflegebedürftig und ein langer, harter Weg begann, wo Ärzte ihm nicht mehr helfen konnten. Seine Familie lebte in Salo und so kam er in das Pflegeheim. Bis zum Zeitungsartikel lebte er dort bereits 25 Jahre und war dankbar, als er auch mal ein paar Lampenschirme oder Teppiche knüpfen konnte für 1 Mark am Tag. Das Heim verkaufte die Produkte mit 3000% Aufschlag. Er kämpfte sehr für eine Rehabilitation und Entschädigung. In dem Artikel von 1990 geht hervor, dass bis Ende 1990 seine Versuche abgelehnt wurden. Manchen wird der Politiker Lothar de Maizière ein Begriff sein. Kurz nach der Wende zeigte man ihm eine Dreiviertelstunde die Missstände im staatlichen Pflegeheim. Das Pflegeheim wurde 2004 geschlossen. 1936 wurde hier das Gelände von der Wehrmacht der Luftwaffe angelegt. Es war zunächst eine Sperrballon-Einheit der Luftwaffe, die später wieder verlegt wurde. 1940 wurde der Ort als Ausbildungsabteilung für Sanitätspersonal umgewandelt. Zuletzt befanden sich dort 38 hölzerne Baracken, von denen noch 22 Baracken nutzbar waren. Es wurden dort Umsiedler untergebracht, dann entstand das Feierabendheim Salo und dann das Pflegeheim Salo. Kurz vor Kriegsende wurde das Gelände als Lazarett genutzt. Viele Menschen starben hier. Die verstorbenen Soldaten, es waren insgesamt 331 deutsche Soldaten, konnten nicht mehr abtransportiert werden in ihre Heimatorte, da die Wege versperrt waren. 1033 Soldaten und Flüchtlinge sind auf dem Lazarettfriedhof gegenüber der Kapelle begraben. Die Gebäude auf dem Gelände, die wir jetzt kennen, wurden aber nicht von der Wehrmacht erbaut, sondern in der DDR beginnend in den 50er Jahren erbaut. Zum Beispiel das Theater, welches in der Denkmalliste unter Kulturhaus mit Küche und Speisesaal geführt wird, wurde 1955 bis 1958 erbaut. Das Heizwerk wurde beispielsweise 1967 bis 1968 erbaut. Die Kapelle wurde 1953 bis 1955 erbaut und ich hätte dieses Gebäude auf die Nazizeit vermutet, aber aus der Denkmalliste haben wir die genauen Baudaten herausgefunden. Heute ist dort ein aktives Pflegeheim der DRK. Ein kleiner Teil wurde nach der Wende ausgebaut. Lange soll schon das Areal verkauft werden, da es aber nicht zu Wohnzwecken genutzt werden darf und nur Gewerbe- und beispielsweise Künstlerateliers erschaffen werden dürfen, springen Investoren ab. Der Denkmalschutz kann den Verkauf auch blockieren, weil man bei der Restaurierung viele Vorgaben beachten muss, aber dadurch gibt es steuerliche Vorteile. Wir haben von einer ungefähren Verkaufssumme von 500.000 € gelesen. Es gibt auf YouTube viele Videos zu diesem Ort, auch von paranormalen Untersuchungen. Viele Mythen werden über diesen Ort erzählt, wie Menschen behandelt wurden. Es gibt dort auch Partys oder Rituale, die dort veranstaltet werden. Alles im Verbotenen natürlich. Wir versuchen stets, unsere Informationen in den Videos wiederzugeben, die wir lange recherchiert haben und die für uns glaubwürdig erscheinen.
Heute verkommt der Ort und Wasser dringt kontinuierlich in die Gebäude, was großen Schaden anrichtet. Hier in Salo wurden alle einquartiert, die dem Kollektiv in der DDR nicht dienen konnten. Wir finden es traurig und erschütternd. Die Zeiten waren aber leider so und auch im Westen gab es nicht immer die beste Pflege. Auch heute sind viele Pflegenden überfordert und unterbezahlt. Die Folgen sind Vernachlässigung von Menschen, die besonders in dem Zustand unsere Hilfe brauchen. Warum ist es so schwer? Wie oft hören wir den Satz, wenn ich alt bin, will ich nicht ins Heim. Das liegt ja daran, dass es einsam und traurig wirkt. Nicht mehr voller Leben und Glück. Das Lesen um dieses Pflegeheim und überhaupt das Überdenken unseres Systems lässt uns nachdenklich zurück. Vielen Dank, dass ihr unser Video bis zum Schluss geschaut habt. Wir wünschen euch alles Gute. Eure Kranicher.